Komm, aber anstoßen tun wir vorher. Die erste Begehung war mit dem Auto hoch, so an Zug, wo wir vorher gebaut hatten, war ja auch ein ähnlicher, also der gleiche Bauleiter. Und da sind wir nach oben gefahren und man fährt dort schon die Lorze nach. Man fährt so dem Wasserlauf nach, der eigentlich vom See kommt. Und es war so eine Abendsonne, irgendwie schön. So herbstlich eingefärbt. Blätter, die Fassaden, auch die vom See her kamen, waren teilweise sehr farbig. Es gab sehr viele Holzhäuser, ehemalige Bauernhäuser, umgebaute Häuser. Und ein Haus gab es, das ging mir nicht aus dem Kopf, das war dort auf dem Platz, das hatte so einen unheimlich starken Erker. So ein ziemlich vertikales Ding, was irgendwie den Ort prägte. Und diese Prägung, die habe ich immer gesucht. So, was macht es eigentlich aus? Viele haben das Gefühl, mit der Volumetrie kannst du die Häuser schon steuern und ist tatsächlich ein sehr starkes Instrument, weil in der Volumetrie, wenn du zum Beispiel nur über das Dach schon mal nachdenkst, gibt es unheimlich starke Richtungen. Das ist das eine gewesen, aber das zweite war vielmehr noch die Frage der Plätze und der Zusammenschlüsse mit den Nachbarn. Also das Haus sollte sich ja wie einbetten und ich habe eigentlich nur versucht, die Linien aufzunehmen von den Nachbarn, um wie gemeinsame Vorzonen zu schaffen. Also wenn der linke Nachbar mit der Lärchenschalung, der dann den gleichen Platz macht, wo jetzt der Brunnen dann steht und der Baum, genauso auf der anderen Seite das Haus mit dem Platz zusammen und dann gibt es noch einen Platz Richtung Lorze. Und das ergibt sich aus der Historie und ich fand das sehr schön. Ich hatte das Gefühl, das wurde nie geplant, sondern einfach gemacht und es hat sich gut ergeben. Man war wie so klar, du stehst hier, ich stehe auch hier, wir machen das so zusammen und die Wegführung, die kam dann wie integral. Die Stimmung des Hauses, das ist schon noch gut, weil es geht ja einerseits um diese Fröhlichkeit, es geht um es winkt ja wie in alle Richtungen, es gibt eben keinen Rücken, es gibt nur eine Offenheit, es gibt so eine, wie ich auch versuche als Mensch zu sein oder als Architekt, als Gestalter und daher auch meine Häuser, so sind ja irgendwie meine Häuser. Und die Häuser sind einfach so, wie sie sind. Es gibt keinen Rucksack, es gibt aber auch kein offensives, ich trage mein Innerstes nach außen, im Sinn einer hier Stube, hier Toilette so, sondern es ist nicht sofort erkennbar, aber es ist sowieso ein sehr nettes Haus, ein sehr angenehmes Haus, vielleicht auch kein auffallendes Haus. Die Vorstellung, dass eigentlich die Küche fürs Familienleben ein Zentrum ist, hat eigentlich auch dafür gesorgt, dass man auch ziemlich direkt in die Küche geht und landet und das tatsächlich ein Zentrum ist, auch um zu kochen, aber auch um sein iPhone aufzuladen, um die Kommandozentrale so wie zum Leben kommen zu lassen, dass die Eltern, Frau oder Mann oder was auch immer, sie dort coachen, du gehst dort ins Judo, du musst das noch machen, hier helf mir einkaufen. Es ist so wie der Ort, wo alles zusammenkommt. Und das war mir in der Vorstellung total wichtig, dass dann diese klassische Wohnzimmersituation aufgelöst wird zugunsten eines Esszimmers und einer Küche
die frei möblierbar ist. Man kann es auch klassisch möblieren, aber man kann es auch möblieren in meiner Vorstellung, dass der Esstisch das Wichtigste ist. Am besten nicht mit normalen Essstühlen, sondern mit Stühlen, in denen man sich auch halb hineinlegen kann, wenn man genug gegessen hat, sich dann fast hinlegen kann oder in den Alkoven geht. Also das Beistellmöbel dort, diese ausgeschälte Wand, wo diese Sitzbank ist. Es gibt ja keine Ofenbank mehr in dem Sinn mit der Bodenheizung, aber es gibt einen Ort, wo man sich hinlegen kann und immer noch Teil des Familiengeschehens ist. Und das fand ich wie eine schöne Vorstellung. Das ist übrigens noch ein schöner Zusatzmoment bei ihm. Da kommt noch aufs Dach. Der Bauherr kommt eigentlich ursprünglich die Familie aus der Westschweiz, Fribourg. Und ihr Motto der Familie ist eigentlich Servir et disparaître. Und das passt so gut zum Haus. Das ist genau das, wie ich es auch gerne mache. Was bedeutet das? Das heißt, so wie man dient oder diene und dann verschwinde. Und man bleibt unauffällig. Man drängt sich da nicht auf, so, sondern man macht die Arbeit und man geht.